Wir fürchten nicht Hetze und Widerstand, wir trotzen in Lust und geschlossenem Hand, marschieren ein flammendes Trommel. Vorwärts, vorwärts, vorwärts mit unserem Waffen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Imperial History Kanal. Heute stellen wir euch die Uniform und Ausrüstung der Fallschirmjäger der Ramke-Brigade in Afrika und später auch in Italien vor. Also bleibt dran! Die ersten Verbände des Deutschen Afrikakorps wurden 1941 unter dem Kommando von General Erwin Rommel im Rahmen des Unternehmens Sonnenblume nach Nordafrika geschickt, um das mit Deutschland verbündete Italien zu unterstützen. Den britischen Western Desert Forces war es zuvor gelungen, die 10. italienische Armee vernichtend zu schlagen. Ziel für die Deutschen war es nun, den britischen Vormarsch in Libyen zu stoppen. In einem blitzartigen Vorstoß gelang es Rommel, die Briten bis nach Ägypten zurückzudrängen. Doch die Briten schlugen zurück. Rommels Truppen mussten sich wieder nach Libyen zurückziehen. Erst Anfang 1942 konnte das Afrikakorps wieder die Initiative ergreifen, die wichtige Hafenstadt Tobruk einnehmen und erneut bis nach Ägypten vorstoßen. Hitler, der sich inzwischen gegen eine Luftlandung auf der Insel Malta entschieden hatte, suchte nun eine neue Aufgabe für die dafür aufgestellten Fallschirmjägerverbände. Also erstmal zum historischen Kontext. Die Brigade Ramke wurde 1942 vom General der Fallschirmjäger Kurt Student aufgestellt, um die angeschlagene Panzerarmee von Rommel in El Alamein zu unterstützen. Mit ungefähr 5.600 Mann wurde diese nach Afrika verschifft und nach ihrem Kommandeur benannt, Bernhard Ramke. Jetzt stellen wir euch die Uniform und Ausrüstung des Fallschirmjägers vor. Angefangen natürlich mit dem klassischen Stein M38, so wie eigentlich den ganzen Krieg über getragen wurde. Hier natürlich schön mit dem sandfarbenen Anstrich, ohne Helmabzeichen, die natürlich allein durchs Lackieren meistens abgemacht wurde. Man kann vereinzelt auf ein paar Originalfotos sehen, dass mal das linke oder rechte dran war, aber im Großen und Ganzen waren sie eigentlich immer ab. Bei diesem Helm kann man gut sehen, der hat noch ein gutes Innenfutter, so wie man ihn heutzutage leider als Repro-Helm nicht mehr findet. Dieser Helm sitzt gut auf dem Kopf, sitzt tief und sitzt nicht wie so ein Astronautenhelm oben auf dem Kopf. Bei dem Helm hier kann man gut sehen, das ist eine, ich würde mal sagen, typische Repro von heutzutage. Ich persönlich habe mir innen drin das Band aufgeschnitten, um den Helm einfach tiefer und gemütlicher tragen zu können. So sitzt der schön und man kann diese auch rein theoretisch, wenn man will, wieder zunähen, also er ist nicht unbringlich zerstört. Außerhalb der Gefechte wurde meist natürlich nicht der Stein getragen, sondern zum Beispiel diese Hermann-Mayer-Mütze. Diese Mütze besteht aus 100% Baumwolle, anders als in den Europa getragenen Wollklamotten, die natürlich in der Afrika-Hitze unmöglich zu tragen wäre. Dieser Stoff ist natürlich deutlich leichter, luftdurchlässiger und auch von der Farbe her natürlich anders. Hinten an der Mütze kann man 3 Knöpfe sehen, an denen ein Nackenschutz angeknöpft werden konnte, natürlich um diesen gut vor der Sonne zu schützen, was anders als bei normalen Schirmmützen der Wehrmacht auch so in Europa nicht getragen wurde. Bei dieser Mütze ist gut zu sehen, dass sie natürlich einen verlängerten Sonnenschutz hat und hier auch gut zu sehen die Staubschutzbrille, wie sie getragen wurde. Hier auch mit Sonnenschutz, sie wurde auch ohne Sonnenschutz getragen. Alternative Kopfbedeckung war natürlich das normale Schiffchen, hier in dem Fall natürlich wieder aus 100%iger Baumwolle. Ich trage hier die übliche Jacke, die von der Luftwaffe in Afrika getragen wurde, angelehnt an die M40-Jacke des Heeres. Anders als beim Heer, wo diese grün war, ist diese in Sandfarben. Das Ganze besteht natürlich wieder aus Baumwolle, um natürlich auch der Hitze in Afrika irgendwie bestehen zu können. In diesem Fall stelle ich den Rang eines Unteroffiziers dar. Hier natürlich wieder das U und natürlich in dem Fall auch in Sandfarben. Das Besondere an der Ramke-Brigade war, dass diese ein Ärmelabzeichen hatten, wie in diesem Fall den Skorpion für die 1. Kompanie der Ramke-Brigade, was so in der normalen deutschen Armee zu der damaligen Zeit sehr unüblich war. Unter der Tropenjacke wurde natürlich wie üblich ein Feldhemd getragen, in dem Fall wieder aus Baumwolle und in Sandfarben, aber dazu später mehr. Bei dieser Uniform wurde die sogenannte Überfallhose getragen, hier vorne mit der Tasche und nicht mehr mit der seitlichen Tasche für das Fallschirmjäger-Kappmesser. Hier unten können wir den Verschluss der Überfallhose sehen, der in 2 Arten geknüpft werden konnte. Einmal in dieser Art, in eng, oder wie in diesem Fall, um sie in die Springerstiefel zu stecken. Aus Bequemlichkeit wurde diese Hose aber auch oft weit geknöpft, um sie über die Springerstiefel fallen zu lassen. Daher auch der Name Überfallhose. In diesem Fall trage ich die Tropenschnürschuhe des Heeres, hier zu sehen in grün. Die der Luftwaffe waren auch eigentlich in Sandfarben, wurden so aber weniger getragen als die vom Heer.
In diesem Fall kann man gut sehen, dass diese natürlich auch genagelt waren und aus Baumwolle auch mit bestanden, was natürlich deutlich angenehmer zu tragen war als die meist schwarz gefärbten Springerstiefel. In meinem Fall habe ich die Ausrüstung eines Unteroffiziers, dafür bestehend natürlich mit dem P08 Pistolenholster, der Kartenmeldetasche, beides ungeschwärzt, um es besser vor der Sonne zu schützen, wobei diese trotzdem auch in schwarz getragen wurde. Hier haben wir was Besonderes für die Fallschirmjäger, und zwar eine 6er Magazintasche für die MP40 in Sandfarben. Das Ganze hängt natürlich auch an einem Webkoppel, in diesem Fall auch wieder in Sandfarben, anders als beim Heer, diese war in grün. Auf vielen Originalfotos kann man aber auch sehen, dass ein normaler Lederkoppel getragen wurde. Also es war Webkoppel sowohl als auch Lederkoppel möglich. Das Koppelschloss ist in diesem Fall auch lackiert, wurde aber auch unlackiert getragen. Ich trage hier einen Fallschirmjäger Y-Riemen aus Leder. Es wurden auch welche in Webkoppel hergestellt, die wurden aber allerdings eher weniger getragen. Also auf Originalfotos sieht man eigentlich immer den Leder-Y-Riemen. Das Besondere bei diesem Y-Riemen war, dass die zweite Schlaufe weggelassen wurde, um zum Beispiel einen Tornister oder einen A-Rahmen zu befestigen. Hier zu sehen ist der Y-Riemen in Web, zum Beispiel auch wieder vorhanden mit der Schlaufe und in Sandfarben, so wie er extra für Afrika hergestellt wurde, aber meist nicht getragen wurde. Hier hinten haben wir einen Brotbeutel, auch wieder in Sandfarben, extra für Afrika. Daran haben wir natürlich befestigt das Kochgeschirr und die Feldflasche. Das Kochgeschirr wurde meist auch lackiert, kam aber auch unlackiert vor. Eine Feldflaschenberiemung auch wieder in Web, da gab es auch wieder beide Varianten. Hier hinten haben wir den Spaten und das Seitengewehr. Das Seitengewehr in diesem Fall auch wieder lackiert, kam aber auch unlackiert vor. Dann haben wir den Bajonettschuh, der aus Webstoff besteht. Genauso wurde er aber auch wieder in Leder getragen. Typisch für einen Unteroffizier haben wir als Bewaffnung die MP40, in diesem Fall die Bakelit-Variante. Kommen wir nochmal auf die Knochensäcke, die in Afrika durchaus getragen wurden. Also man kann aus vielen Fotos entnehmen, dass sie zum Beispiel bei den Einrücken in Tunesien getragen wurden, aber auf den Gefechtsbildern siehst du, dass die eigentlich nicht mehr getragen wurden. Also es wurden sowohl grün melierte als auch Splittertarn getragen. Es gab vorgefertigte sandfarbene Knochensäcke, die aber allerdings außer auf einem Porträtfoto eines Soldaten aus Sizilien nie wieder auf einem Bild zu sehen waren. Falls ihr ein Originalfoto findet, wo zum Beispiel der sandfarbene Knochensack getragen wurde, dann schickt auf jeden Fall einen Link in die Kommentare und lasst es uns wissen. Dieser Knochensack, so wie ich ihn trage, das M40-Modell in diesem dann doch etwas besonderen Splittertarnmuster, wurde als Originalvorlage in Sizilien gesehen. Da gibt es auch ein schönes Originalfoto, wo man durch Nachkolorieren dann doch schon sehen kann, dass es diese Farbe war. Der ist sehr selten gewesen. Wahrscheinlich war er so nicht in Afrika, aber dann doch in Italien. Zum Thema Italienfront haben wir hier eine italienische Beretta 9 mm Maschinenpistole, die durchaus nach der Entwaffnung der italienischen Armee von der deutschen Wehrmacht benutzt wurde. Hier nochmal ein recht spezieller Look, der so wahrscheinlich nur in Afrika getragen wurde. Hier zu sehen, was bei den normalen Feldhemden nicht normal war, dass hier auch die Schulterklappen drauf kamen, sowie der dreieckige Adler aufgenäht wurde und unter Umständen auch zum Beispiel den Skorpion, den ihr eben gesehen habt, auch mit aufs Hemd genäht wurde und so in dieser Montur dann im Gefecht auch gekämpft wurde. Sicherlich war das nicht vorschriftsgemäß, aber man sieht dann doch sehr, sehr viele Originalfotos, wo das genau so getragen wurde. Hier haben wir nochmal eine etwas spezielle Bekleidung, die extra für die Freizeit außerhalb der Gefechte gedacht war. Der größte Unterschied, natürlich die kurze Hose, die nur für die Freizeit gedacht war, im Vergleich zu den Briten, die auch in dieser gekämpft haben. Hierzu trage ich die Tropenschuhe in der hohen Schnürfassung. Es gibt auch welche in kurz und in dieser Variante auch wieder in grün. Das ist die Heeresausführung. Für die Luftwaffe gab es nochmal extra welche in sandfarben, aber die grüne Heeresausführung wurde auch von den Fallschirmjägern viel getragen. Zu den Schuhen sei noch gesagt, dass es als Repro auch eigentlich nur die Heeresausführung gibt, die in Khaki für die Luftwaffe, die kriegst du so eigentlich nicht zu kaufen, außer du hast mal Glück und findest irgendwie eine Originale für 1200 €. Da man oft auch nur das Hemd und nicht die Feldjacke getragen hat, wurden die Abzeichen, sowas wie Sprungabzeichen, EK1, EK2, wurden auch hier auf die Tasche genäht. Und zu diesem Outfit wurde dann auch viel der Tropenhelm getragen, den wir jetzt leider nicht haben.
den es auch eigentlich nur als Billig-Repro für 35 € in der Heeresausführung, also in grün gibt. Die Luftwaffe hat eigentlich wieder einen in Khaki getragen, den du so aber eigentlich nirgendwo findest. Nochmal als kleine Seitenstory. Die kurze Hose durfte, wo die deutschen Soldaten auf dem Weg nach Afrika durch Italien gegangen sind, durfte die nicht getragen werden, weil das von der italienischen Kirche verboten wurde. Die empfanden das als unchristlich. Dazu sei noch zu sagen, dass die Afrika-Uniform nur in Afrika und Italien getragen wurde. Es war strengstens untersagt, die Tropenuniform in Deutschland zu tragen. Und es war auch verboten, auch wenn man es immer wieder auf Fotos gesehen hat, dass die Tropenuniform mit der Wolle gemischt wird. Das hat Hitler höchstpersönlich untersagt. Und übrigens, falls sich manche gewundert haben, warum hier keine Kragenspiegel drauf sind, es war tatsächlich verboten, Kragenspiegel drauf zu nähen. Der ein oder andere Offizier hat es auf Originalbildern drauf, vielleicht von dem einen oder anderen Feldschneider gemacht, aber im Allgemeinen war es verboten, diese drauf zu haben. Und natürlich, so ganz authentisch ist die Brille natürlich nicht. In der Regel ist ein Brillenträger definitiv nicht bei den Fallschirmjägern aufgenommen worden, abgesehen von ein paar Ausnahmen, wo man dann doch auf Originalfotos sehen konnte, dass der ein oder andere dann doch eine Brille getragen hat. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt uns in die Kommentare für Vorschläge, was euch noch so interessieren würde.